Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich euch mal die absoluten Grundlagen zeigen am Klavier, sozusagen eure erste richtige Klavierstunde, Klavierlektion. Dementsprechend richtet sich das Video auch eher an diejenigen, die wirklich noch nie am Klavier gesessen haben, die entweder blutige Anfänger sind oder schon immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, mit dem Klavierspielen anzufangen. Und für die ist dieses Video hier am besten geeignet. Ich zeige euch in diesem Video, das wird so circa 20 Minuten gehen, denke ich, ja, den Aufbau des Klaviers, die Fingerhaltung, Fingersatz, die Töne und dazu auch ein paar Übungen, die ihr dann selber mal zu Hause machen könnt. Und am Ende werden wir auch mal eine kleine Melodie einstudieren, eine kleine Melodie üben. Falls ihr Interesse habt an mehr, falls ihr das Ganze noch vertiefen wollt, schaut gerne mal hier unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu meinem Piano Crash Kurs. Das ist ein kostenloser Kurs mit 10 Lektionen, und in diesen 10 Lektionen zeige ich euch, wie ihr das Klavierspielen erlernen könnt. Also ich bringe euch das Klavierspielen in diesen 10 Lektionen bei, und wenn ihr den Kurs absolviert habt, werdet ihr sogar in der Lage sein, einen Song auf dem Klavier spielen zu können, auch eurer Familie und Freunden vorspielen zu können. Also wirklich coole Sache. Wer Interesse hat, gerne mal reinschauen, und ansonsten gehen wir jetzt aber hier mal endlich in die Klavierlektion rein. Fangen wir mit dem typischen Aufbau des Pianos an, also ein typisches E-Piano oder auch normales Piano. Ich habe jetzt in dem Fall hier ein E-Piano, hat 88 Tasten, und der erste Ton, also ganz links auf der Klaviatur, ist hier der Ton A. Es kann auch sein, dass du eine kleinere Klaviatur hast, eine kleinere Tastatur, zum Beispiel manche Keyboards haben nur 61 oder 76 Tasten. Das ist aber gar nicht so wichtig, weil wir hier immer dasselbe Muster haben, was sich wiederholt. Auch wenn du weniger Tasten hast, dann geht es vielleicht in der Spanne nicht so tief und nicht so hoch, aber trotzdem wiederholt sich hier dasselbe Muster. Ne? Okay, also erster Ton ist das A. Das ist der tiefste Ton hier auf der Klaviatur. Und jetzt ist das natürlich erstmal ein bisschen erschlagend. Ja, 88 Tasten, sind das jetzt auch 88 verschiedene Töne? Und da kann ich dir gleich sagen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Wir haben immer ein bestimmtes Muster, was sich auf der ganzen Klaviatur wiederholt. Also wir haben, wie du siehst, ja immer zwei schwarze Tasten, drei schwarze Tasten, zwei schwarze Tasten, drei schwarze Tasten, zwei, drei und so weiter. Und das sind immer wieder Abschnitte, die sich auf der ganzen Klaviatur wiederholen. Ne? Also wir können zum Beispiel sagen, okay, dieses A hier ist auch gleichzeitig hier. Ja, das ist auch ein A. Und das ist immer diese weiße Taste vor der dritten schwarzen Taste dieses Dreierblockes. Okay? Das heißt, das hier ist ein A. Jetzt haben wir diesen Zweier schwarzen Block. Jetzt kommt der Dreier schwarze Tastenblock. Ist auch wieder das A. Hier die erste weiße Taste vor der dritten schwarzen Taste. Okay? Auch ein A, auch ein A, auch ein A. Das heißt, wir haben gar nicht 88 verschiedene Töne, sondern wir haben immer wieder, wenn man das jetzt mal so eingrenzt, hier dieses Muster, zwei schwarze Töne, drei schwarze Töne und dazwischen 7 verschiedene weiße Töne, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und das wiederholt sich immer wieder. Okay? Das ist das Einzige, was man hier einfach bedenken muss, dann erschlägt es einem auch schon mal nicht mehr so, ja, diese ganze Klaviatur, weil sich diese Töne hier einfach in unterschiedlichen Tonhöhen immer wieder wiederholen. Okay? Also da sind wir auch schon direkt bei den Tönen des Klaviers. Wir haben eigentlich nur 7 Töne. Ja, wir haben nicht 88 Töne, 50 Töne, 40 Töne, wir haben 7 Töne nur. Ja, dazu kommen noch die schwarzen Tasten, aber erstmal die weißen Tasten. Das sind 7 Töne. C, D, E, F, G, A, H. Und hier geht dann wieder das C los. Ne? Hier ist auch das A, was wir schon genannt haben. Ja, man kann auch vom A anfangen. A, H, C, D, E, F, G. Und dann sind wir wieder beim A. Aber ich nehme jetzt mal C, einfach weil ich das ja, immer sehr passend finde, weil es ja direkt hier beim ersten schwarzen Block anfängt. Genau, das sind die weißen Tasten. Das ist auch übrigens gleichzeitig die C-Dur-Tonleiter, ja. Also kann man sich auch schon mal merken, C-Dur-Tonleiter, C, D, E, F, G, A, H, C. Ja, beziehungsweise geht es bis hier, und hier ist dann schon das C der nächsten Oktave. Eine Oktave ist immer dann ein Sprung in der Tonhöhe. Ne? Das ist die nächste Oktave. C, D, E, F, G, A, H, C. Genau dasselbe Muster, genau dieselbe Tonleiter, nur ja, in der
höheren Tonhöhe, sagen wir es mal so. Also im Prinzip nur diese 7 Töne und die schwarzen Tasten ergänzen diese Töne und zwar um ein Is oder ein S. Das erkläre ich dir jetzt mal. Also wir hatten jetzt das C und jetzt wäre dieser schwarze Ton hier, diese schwarze Taste, wäre jetzt das Cis. Weil wir vom C nach oben gehen, wird ein Is angehangen. Also Cis. Okay? Gehen wir mal weiter. Das ist dann das D. Das wäre also das Dis. Beim E ist es jetzt interessant, der nächste Ton wäre ja das F. Man kann jetzt zum F in dem Fall auch E-Is sagen. Ja, macht man jetzt in der Praxis nicht. Man sagt, es ist ein F, aber wenn man es jetzt ganz musiktheoretisch nimmt, wäre es ein E-Is. Okay? Weil wir jetzt hier diesen unmittelbaren Sprung haben. Das ist ein Halbtonschritt. Ja? Der unmittelbare Sprung von einer Taste zur anderen, Halbtonschritt. Ja, und vom F hier hoch wäre dann das Fis, vom G hier hoch wäre das Gis und vom A hier hoch wäre das A-Is. Beziehungsweise heißt der Ton auch B im Deutschen. Das ist wieder ein bisschen verwirrend vielleicht, wenn man jetzt aus dem Englischen kommt. Wenn du hier sagst, okay, der heißt doch eigentlich nicht H, der heißt B. Im Englischen sagt man zu dem hier B, im Deutschen sagt man zu dem H. Finde ich persönlich besser, weil im Deutschen sagt man ja zu dem Ton hier auch B. Ist jetzt überhaupt nicht so wichtig, aber ja, im Deutschen hier das H, im Englischen das B und das wäre dann B, im Englischen dann B-Flat, sowas in der Art. Aber im Deutschen, wir sind ja im Deutschen hier, ist das H und das B. Okay, also verstanden, ja, also die schwarzen Tasten sind eigentlich natürlich auch noch eigene Töne, also insofern haben wir 12 Töne, aber sie ergänzen diese weißen Töne. Und wird einfach ein Is drangehangen, wenn wir aufwärts gehen. Jetzt kommen wir zum S. Wenn wir abwärts uns bewegen, dann wird ein S drangehangen. Das heißt, dann ist das Cis hier vom C Is dranhängen. Also Cis ist gleichzeitig hier, weil vom D ausgehen, das Des. D plus ES. Des, ja, dementsprechend hier ist natürlich dann das S. Das Fis ist gleichzeitig das Ges. Das Gis ist gleichzeitig das As, ja, da sagt man jetzt nicht AS, da sagt man As. Naja, und hier haben wir wieder das B, ne? Vom H ausgehend, sagt man jetzt nicht Hess oder sowas, da sagt man B. Okay. Erstmal nur einfach so, dass du verstehst, okay, wie sind jetzt die Bezeichnungen für die Töne, ne? Ganz wichtig am Anfang sind eigentlich erstmal nur diese weißen Tasten. C, D, E, F, G, A, H, C. C-Dur-Tonleiter. Okay. Ja, und diese Töne wiederholen sich einfach immer und immer wieder. Letztendlich sind es eigentlich nur 7 Töne plus schwarze Tasten, wenn man so will, 12 Töne. Ja, und da wir das jetzt wissen, da wir wissen, wie das Klavier aufgebaut ist, könnten wir jetzt schon mal die erste Übung zusammen machen. Die kannst du auch dann nochmal wiederholen. Du kannst auch gerne immer in diesem Video, ja, kannst auch gerne nochmal pausieren, kannst nochmal zurückspulen, wenn dir das alles zu schnell geht, gar kein Problem. Und zwar können wir jetzt einfach mal probieren. Wir nehmen das C. Das C ist der erste weiße Ton vor diesen 2 schwarzen Tasten, ne? Also die erste weiße Taste hier vor dieser ersten schwarzen Taste in diesem Zweierblock. Das ist immer das C. Und wenn du das jetzt weißt, dann kannst du einfach mal versuchen, hier C, 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 C. Da kannst du wirklich mal probieren, das C überall auf der Klaviatur zu finden. Auch hier oben. Hier ist das C, ja, hier unten ist auch ein C. Ne, das probierst du einfach mal. Okay, jetzt sagst du vielleicht, ich brauche so lange, um das zu sehen, ja, muss ich hier jedes Mal abzählen, die Töne, ja, C, D, E, F, G. Also ich kann dir sagen, das geht mit der Zeit immer schneller. Ja? Also wenn du das öfter mal probiert hast, wenn du öfter hier am Klavier gesessen hast, dann wird das für dich gar kein Problem mehr sein. Ja? Das ist das G, 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 E, 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 Gis, Gis, Gis. Ja, also das geht dann ganz flott. H, H, B, B, B. Ja, also einfach mal ausprobieren, hier das C zu finden und wenn du Lust hast, kannst du auch mal versuchen, andere Töne zu suchen. Kannst auch mal das A von vorhin, ja, A, 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 A. Kann man auch mehrmals, ja, hier, ja. Kann man auch mal versuchen, mit beiden Händen hier so anzuschlagen. Einfach mal ausprobieren, hier die Töne zu finden, dann hast du schon mal einen sehr guten Überblick über die Klaviatur und das vereinfacht das Ganze schon mal. Gut, kommen wir jetzt zum Fingersatz, auch ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, wenn wir Klavier spielen, spielen wir nicht einfach irgendwie, sondern wir teilen jetzt, das nennt man Fingersatz, jedem unserer Finger eine Nummer zu. Wenn wir jetzt hier die rechte Hand nehmen, ist das der Daumen mit der 1, der Zeigefinger mit der 2, der Mittelfinger mit der 3, der Ringfinger mit der 4 und der kleine Finger mit der 5.
Also 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Und lustigerweise bei der linken Hand ist es genauso, aber wir rechnen jetzt hier rückwärts, weil wir ja mit dem kleinen Finger anfangen. Ne? Also hier ist es 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Warum macht man das Ganze in der Musik? Also einfach, es ist halt leichter zu sagen, okay, jetzt die 1 auf der rechten Hand auf das C, als zu sagen, den Daumen auf das C. Ja? Da kann man mit den Nummern arbeiten, oder auch wenn man mit Noten arbeitet, kann man sich auch an die Noten zum Beispiel dann einfach die Zahlen dran schreiben. Da schreibt man jetzt dann nicht hier an der Note Daumen, sondern man schreibt dann eine 1 dran, dann weiß man, okay, bei der Note, die spiele ich hier mit dem Daumen dann, wegen der 1. Ne? Sonst würde man ja hier bei den Noten sich extrem viel Platz wegnehmen, wenn man da die ganzen Finger immer aufschreiben müsste. Das ist so der Hintergrund. Und da gibt es auch später noch Muster, da sagt man dann 1, 4, 5 Muster und so weiter. Aber das führt jetzt zu weit. Erstmal musst du nur wissen, okay, wir geben jedem unserer Finger eine Nummer, und das soll auch dafür sensibilisieren, dass du wirklich ja auch jede Taste mit einem Finger anschlägst. Das heißt, du schlägst nicht irgendwie hier so an, sondern du hast die ganze Hand über der Klaviatur und schlägst wirklich mit jedem Finger hier eine Taste an. Da sind wir auch schon bei der Fingerhaltung. Nächstes großes Thema hier für dieses Video. Und zwar ist es ganz wichtig, erstmal, dass du gerade sitzt am Klavier, ja, ganz locker auch bist, also hier nicht irgendwie verkrampfen, ganz locker, dass du guckst, dass dein Arm, ich zeige das jetzt mal, dass dein Arm hier so parallel ist, ja, also parallel zur Klaviatur, sodass du ganz locker hier, also nicht zu weit unten bist mit der Hand, ja, nicht zu weit unten, auch nicht zu weit oben irgendwie, sodass du einfach parallel bist mit der Hand. Und dann ganz locker die Hand hier auflegst. Und von der Fingerhaltung her ist es so, dass du am besten hier nicht irgendwie so drauflegst, auch nicht so zu sehr eingeknickt, sondern hier mit den Fingerkuppen, ja, mit der Fingerkuppe so die Tasten anschlägst. Ja, der Daumen liegt ein bisschen schräg, so mit der Seite schlägt er an, und die anderen Finger schlagen mit den Fingerkuppen an. Vielleicht siehst du es ja ganz gut, wie ich das hier zeige. Das ist ganz wichtig, dass man hier die Fingerhaltung von Anfang an beherrscht, dass man von Anfang an auf die Fingerhaltung achtet, damit man sich später nicht beim Spielen irgendwie verhaspelt, oder wenn man mal hier springt in irgendwelchen Melodien, dass man da nicht dann 2 Töne gleichzeitig irgendwie anschlägt, dass man sich hier nicht verspielt. Das klingt ja dann nicht so schön. Ne? Deswegen ist ganz wichtig, immer sauber zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also mehr noch, alles genau richtig spielen zu können, also die Melodie richtig zu spielen können, ist es, das Ganze auch sauber zu spielen, sauber anzuschlagen. Dementsprechend Fingerhaltung, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir schlagen mit den Fingerkuppen an, beziehungsweise beim Daumen so ein bisschen mit der Seite, auch mit der Fingerkuppe. Ja. Okay, genau. Da können wir jetzt auch wieder eine Übung machen, um das Ganze einfach mal zu trainieren. Wir nehmen jetzt mal die ersten 5 Töne der C-Dur-Tonleiter. C, D, E, F, G. Das sind die ersten 5 Töne. Und jetzt legen wir jeden dieser Finger auf eine der Tasten. Da können wir auch gleich mal das Nummernsystem üben. Also die 1 auf das C, das ist der Daumen. 2 auf das D, ja, Zeigefinger. 3 hier auf das E, Mittelfinger. 4 auf das F, Ringfinger, und die 5, den kleinen Finger, auf das G. So, und jetzt versuchst du mal, diese Töne hier nacheinander anzuschlagen. Also du fängst mit dem Daumen an, dann der Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Du wirst merken, wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du es jetzt zum ersten Mal machst, ist es gar nicht so einfach. Einfach weil wir nicht gewohnt sind, nur einen Finger einzeln zu bewegen. Also man neigt immer dazu, die anderen Finger mitzubewegen. Deswegen ist es wirklich für den Anfang extrem schwer. Ich empfehle dir, das ganz, ganz langsam am Anfang zu machen. Ja? Wirklich ganz langsam. Und das dann oft zu wiederholen. Und du wirst merken, wenn du das ein paar Mal wiederholt hast, zwischendurch mal eine Pause gemacht hast, das wieder wiederholst, also jedes Mal, wenn du diese Übung machst, wird es immer einfacher gehen, und dann hast du wirklich eine gute Koordination deiner Finger, und du wirst merken, es wird überhaupt gar kein Problem mehr sein, hier diese Töne nacheinander anzuschlagen. Dann kannst du auch wieder runtergehen, also du bist hier beim kleinen Finger, gehst wieder runter, ja. Und dann übst du einfach mal hier diese Töne nacheinander anzuschlagen.
Kannst dann auch, wenn du es soweit drauf hast, ja, wenn du es sauber spielen kannst, schneller werden. Und dann das einfach ganz oft wiederholen. Kleiner Hinweis noch, du wirst merken, was deine starken und was deine schwachen Finger sind. Also in der Regel ist bei uns der Daumen, der Zeigefinger, vielleicht noch der Mittelfinger, das sind so die stärkeren Finger, weil wir die im Alltag einfach öfter benutzen. Und Ringfinger und kleiner Finger sind die schwächeren Finger. Und vor allem, wenn wir irgendwelche Melodien später spielen oder so, da wirst du merken, dass du hier mit dem kleinen Finger, mit dem Ringfinger eventuell Probleme bekommst, die genauso stark und genauso gut anzuschlagen oder so sauber anzuschlagen wie zum Beispiel den Daumen. Und deswegen würde ich dir jetzt hier noch als Extraübung für diese Übung empfehlen, einfach mal wirklich nur hier das F und das G mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger, ja, das mal anzuschlagen. So im Wechsel kannst du gerne 100 Mal, 200 Mal wiederholen. Ja, geht ja total schnell. Einfach ganz oft wiederholen, um diese Finger auch zu trainieren. Das ist auch eine Übung, die kann man immer mal zwischendurch so machen. Vor allem am Anfang, wenn man da wirklich noch Schwierigkeiten hat, hier die Finger zu koordinieren. Ne? Und auch darauf achten, wirklich immer nur einen anzuschlagen auf der Fingerkuppe und sauber anzuschlagen. Aber du musst einfach diese schwachen Finger natürlich auch trainieren. Ja, gerne üben. Wenn du irgendwie merkst, es zieht, es wird irgendwie ungemütlich, ja, du sollst ja locker sein mit der Hand, dann einfach mal eine Pause machen, aufhören, dass du hier nicht irgendwelche Krämpfe kriegst oder gesundheitlichen Probleme, das ist nicht schön. Ne? Einfach wirklich, wenn du merkst, okay, jetzt wird es ungemütlich, dann mach eine Pause, dann hör erst mal auf damit. Ja, wenn wir jetzt soweit sind, du hast jetzt hier mal ein bisschen geübt, deine Fingerhaltung, das Anschlagen der Finger geübt, dann können wir jetzt mal unsere erste kleine Melodie spielen, kleine Melodie üben. Und zwar hätte ich da folgende für dich im Angebot. Diese hier, ja? Und deswegen habe ich gesagt, trainiere ein bisschen die Finger, trainiere die schwachen Finger, weil wir jetzt natürlich hier auf den kleinen Finger und den Ringfinger vor allem zurückgreifen. Ich würde das Ganze jetzt nochmal in 2 Überabschnitte unterteilen. Das ist auch mein Tipp für dich. Wenn du Melodien, Fingerübungen, Songs, irgendwas auf dem Klavier üben möchtest, teile dir das in ganz kleine Überabschnitte ein, ja, und wiederhole diese Überabschnitte ganz, ganz, ganz oft. Das braucht eine Menge Geduld. Das ist auch ein bisschen lästig, weil man will ja weiterspielen, aber man muss sich wirklich dazu zwingen, so kleine Abschnitte immer und immer zu wiederholen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Tipp von mir für dich, wie du am schnellsten am Klavier üben kannst. Einfach kleinere Abschnitte wirklich 100, 200, 500 Mal wiederholen, weil dann geht dir das Ganze wirklich in Fleisch und Blut über und dann ist es auch eine Motorik, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, welche Töne du jetzt anschlagen musst, welche Tasten du jetzt anschlagen musst, sondern das macht dann im Prinzip dein Körper wie von selbst. Es ist dann in deinem Unterbewusstsein festgesetzt. Deswegen, erster Überabschnitt wäre dieser einfach, ja. Ich habe es jetzt übrigens eben mit dem Ringfinger und dem Mittelfinger gespielt. Das ist jetzt dir überlassen. Eigentlich hat man hier mehr Bewegung nach links, wenn ich es mit dem kleinen Finger anschlage. Ja? Also wir spielen A, Ass, A, Ass. Ja? Das trainiert ja auch gleichzeitig wieder hier den kleinen Finger und den Ringfinger. Du kannst auch die ganze Zeit erstmal hier so anschlagen, wieder um diese schwächeren Finger zu trainieren. Ja? Das ist der erste Überabschnitt. Einfach ganz in Ruhe wiederholen, bis du ihn wirklich sauber und super und ohne Probleme spielen kannst. Kannst auch schneller werden dann, ja. Und dann geht's weiter, ja. Das wäre der zweite Überabschnitt. Also A, E, wieder A und D. Okay, auch das wieder ganz oft wiederholen, bis du es spielen kannst. Gerne am Anfang langsam. Ja, für mich ist das natürlich jetzt absolut gar kein Problem, aber wenn man wirklich hier noch nie am Klavier gesessen hat, das am Anfang macht, dann braucht man da seine Zeit und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich hatte auch am Anfang meine Probleme hier vor allem
die schwächeren Finger richtig anzuschlagen, auch hier die richtige Fingerhaltung beizubehalten. Ja, dann spielen wir nochmal alles zusammen. Da kann man auch schon mal ein bisschen Rhythmus trainieren. Das ist der nächste große Punkt beim Klavierspielen, Rhythmus. Ja, man kann jetzt hier durch Rhythmus dieser ganz einfachen Melodie verschiedene Stimmungen geben. Ja, das klang jetzt zum Beispiel sehr hart, aber ich kann es ja auch erstmal langsam anfangen. Ja, du merkst, ich werde langsamer, ich werde schneller, da kann man auch ein bisschen mal mit dem Rhythmus gucken, ja, wie man das hier anschlägt. Ja, du kannst auch schnell anfangen und langsamer werden. Oder bist erst langsam und wirst schneller. Das ist jetzt nur mal so am Rande, ja. Da kannst du einfach mal gucken, ob du vielleicht auch ein bisschen hier die Geschwindigkeit variierst. Einfach für dich ein bisschen zum Ausprobieren. Ja, und dann hast du schon deine erste kleine Melodie mal geübt hier in diesem, in diesem Piano-Tutorial, in dieser ersten Klavierlektion. Ja, und vielleicht kam dir diese kleine Melodie ja bekannt vor. Das ist der Anfang von River Flows in You, in einem ganz berühmten Pianostück. Und wenn wir das jetzt weiterspielen würden, ich wiederhole nochmal den Teil, den wir gespielt haben, jetzt eine Oktave höher. Ich nehme die linke Hand noch mit dazu, aber ist jetzt nicht so wichtig, ist ja dasselbe Muster. Ja, das haben wir gespielt. Und jetzt wird es weitergehen. Und noch weiter, ne? Und so weiter. Okay, nur mal, dass du hier einen Einblick hast in das Stück. Ja. Das ganze Lied River Flows in You findest du auch in meinem Covervideo, was ich hier dir oben mal verlinke. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, habe ich mein eigenes Piano-Cover mal zu River Flows in You erstellt. Und in meinem Piano-Crash-Kurs, den ich am Anfang erwähnt habe, da habe ich auch ein komplettes Tutorial, das geht so circa eine Stunde. Das ist dann im Prinzip die finale Lektion des Crash-Kurses. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du am Klavier River Flows in You spielen kannst, Schritt für Schritt. Ja, Link findest du in der Videobeschreibung zu dem Crashkurs, wie ich am Anfang auch vom Video schon gesagt habe. Also gerne mal reinschauen. Also du kriegst da ein komplettes, umfangreiches Tutorial von River Flows in You von mir. Und wenn du dann damit durch bist, kannst du auch wirklich dieses wunderschöne Stück am Klavier spielen. Genau. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich denke, wir sind jetzt so bei zwischen 20 und 25 Minuten. Also ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und vielleicht habe ich dir auch die Angst genommen, Klavierspielen zu lernen, weil es ja doch, wenn man ein paar Grundprinzipien kennt, wenn man den Aufbau kennt, wenn man ja so ein bisschen mit der Fingerhaltung klarkommt, dann ist es kein Hexenwerk. Also selbst wenn du ja blutiger Anfänger bist, noch nie am Klavier gesessen hast, kannst du es auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit lernen, so wie ich es gelernt habe. Gerne das ganze Video nochmal in Ruhe durchgehen, nochmal zurückspulen, pausieren, einfach die Übung mal nachmachen, dich mal mit der Melodie ausprobieren. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in einem anderen Video nochmal wiedersehen, wenn wir uns vielleicht in meinem Piano-Crashkurs nochmal wiedersehen. Ich wünsche dir erstmal sehr viel Spaß hier beim Üben, beim Klavierspielen. Bis dahin.